Hallo, mein Name ist Silvi und ich arbeite bei der Asanis. Heute habe ich eine ehemalige PTC-Kollegin eingeladen, Gabriele Kahl. Einer ihrer Schwerpunkte ist die technische Illustration. Und da wollte ich von ihr wissen, inwiefern 2D-Zeichnungen in der Fertigungsindustrie noch zeitrelevant sind. Hallo Gabi, stell dich doch mal vor. Ja, hallo, mein Name ist Gabriele Kahl und ich bin seit über 25 Jahren in der technischen Dokumentation unterwegs. Und in all dieser Zeit habe ich Menschen ausgebildet in technische Illustration. Ich habe mit technischen Redakteuren gearbeitet, mit Ingenieuren und Illustratoren. Ja, und dort habe ich eben Software beigebracht, Software geschult. Und ja, die Welt ändert sich, die Software ändert sich und die Menschen, die haben einfach andere Ansprüche und die Firmen haben andere Ansprüche. Und das macht einfach Spaß, sich auf neue Fragen einzulassen. Und in vielen Bereichen ist es so, dass sich wenig geändert hat, aber die Herangehensweise ist eine andere. Und dafür wurde dann auch letztendlich neue Software entwickelt. Sag mal Gabi, in diesem 3D-Zeitalter, warum wird denn heute überhaupt noch in 2D gezeichnet und publiziert? In vielen Bereichen und in vielen Firmen wird immer noch 2D benutzt, also zum Beispiel in Aerospace and Defense, also alles, was Flugzeug und Verteidigung angeht, und in der Medizin. Und da gibt es einfach einen Standard, der benutzt wird. Und da ist eben 2D das Wichtigste, was eben, ja, was immer noch aktuell ist. 3D wird in den Bereichen nicht so häufig benutzt, jedenfalls in der Dokumentation nicht, weil es diesen Standard nicht entspricht. Und der Standard ist CGM in der Flugzeugbranche und im Militär und eben auch im medizinischen Bereich. Denkst du, dass 2D in naher Zukunft verschwinden wird? Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass 2D in naher Zukunft verschwinden wird. Ich erinnere mich noch ganz genau an den Zeitpunkt vor 15 Jahren, da hat man gesagt, Illustration wird verschwinden aus der technischen Dokumentation. Und was ist passiert? Es ist genau umgekehrt. Es wurde immer mehr an Bildmaterial benötigt, an Bildmaterial gebraucht. 3D wurde ganz, ganz groß. Viele Firmen benutzen nur noch 3D, viele Firmen benutzen 2D. Also es gibt eben unterschiedliche Bereiche. Und wie man schon sagt, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. So wird einfach ein Bild viel, viel mehr jetzt gebraucht. Und was immer mehr reduziert wird, ist die Sprache. Das heißt Übersetzung oder gesprochene Sprache. Das soll immer weniger werden, weil Sprachen sind sehr komplex. Viele Firmen übersetzen eben ihre Anleitungen in 20, 25 oder sogar 30 Sprachen. Das ist unglaublich aufwendig und kostenintensiv. Und in den Branchen oder in den Bereichen wird sehr, sehr viel mit 3D gemacht, um besser zu erklären, besser zu zeigen, um was es überhaupt geht. Einbau, Ausbauschritte oder Funktionen, die darin dargestellt werden. Und da ist einfach ein Bild besser geeignet als Text. Interessant. Mit welcher Software wird in der Fertigungsindustrie und auch in Aerospace und Defense gearbeitet, um solche 2D-Illustrationen zu erzeugen? Vielleicht könntest du mal erwähnen, was es heute so an Software gibt und was die Unterschiede sind. Ja, also in der Fertigungsindustrie und in Aerospace and Defense wird mit unterschiedlichster Software gearbeitet. Da gibt es Software von Adobe, Software von CorelDRAW, Software von PTC. Und in den Bereichen ist eben PTC sehr, sehr weit voran, weil eben die Kette der übergreifenden Weiterleitung in den unterschiedlichen Softwaren, die PTC herstellt, geschlossen ist. Und in diesem Bereich, besonders in Aerospace and Defense, ist es Isodraw oder Isodraw Cut Prozess und auch Creo Illustrate, was an Software verwendet wird. Isodraw ist ein 2D-Produkt, ein 2D-Tool, was eben viel in CGM ableitet. Also viele Bilder werden in CGM-Format gebraucht, in unterschiedlichen Profilen.
und da ist es einfach das gesetzte Tool. Was genau ist Isodraw Cut Process? Gibt es da einen Unterschied zu der Standard Isodraw-Version? Mhm. Ja, in dem Bereich gibt es eben, wie gesagt, Isodraw Foundation und Isodraw Cut Prozess. Und von der Historie her ist es so, dass Isodraw aus dem 2D-Bereich kommt, also quasi vom Zeichentisch, übersetzt auf den Computer. Und 3D, das Cut-Prozess ist ein 3D-Modul, was mit Isodraw zusammen eben 3D-Daten importieren kann. Und das kann man wahlweise dazu kaufen, wenn 3D-Daten verwendet werden. Und die kann man auch zu 2D umwandeln, um daraus hinterher für seine Bedienanleitung die perfekten Bilder zu machen. Und damit wird eben auch CGM, die S1000D unterstützt und andere Formate, die in den Bereichen wichtig sind. Isodraw zum Beispiel kann ja in Windchill integriert werden. Gibt es andere 2D-Illustration-Tools, die auch eine Standardschnittstelle zu einem PLM-System haben? Also bei Isodraw ist es beispielsweise so, als 2D-Tool ist es an die PLM-Software Windchill angedockt. Das heißt, man kann die Daten einchecken, auschecken, auch in Zusammenarbeit mit Windchill. Andere Softwarehersteller machen das eher mit 3D. Und PTC ist eben der einzige Softwarehersteller meines Wissens nach, meines heutigen Standes, das auch mit 2D-Tools, also hier in diesem Falle mit Isodraw, eben das auch mit dem PLM-System Windchill zusammen funktioniert. Welche Aspekte sollte man noch beachten, wenn man mit 2D arbeiten will? Ja, Aspekte, die hier zu berücksichtigen sind, wenn man in 2D arbeitet, ist ja die Geschwindigkeit und die Menge der Illustrationen, die man im Monat, am Tag erstellt, vielleicht auch im Jahr, oder die Menge der Bedienanleitungen, die bebildert werden müssen. Und die Menge und die Zeit sind hier die ausschlaggebenden Faktoren, denn wichtig ist, Isodraw ist ein Tool, was einem automatisch bestimmte Objekte vorgibt. Das heißt, wir haben ein isometrisches Gitter im Hintergrund oder wir können es umschalten auf eine andere Perspektive. Wir haben Ellipsen, wir haben Rechtecke und es sieht aus, also es hat die Anmutung von 2,5D, wenn man da drin zeichnet. Und es gibt eben kein anderes Tool, was diese Möglichkeiten bietet. Und das heißt für mich als Illustrator beispielsweise oder wenn ich Bilder erstellen muss in 2D, es geht schnell, ich kann es wiederverwenden, ich kann es aktualisieren und ich kann es in ein PLM-System einchecken und dort auch eben für die nächste Anleitung wieder korrigieren, wenn sich eine Änderung ergeben hat. Ich glaube, das sind die maßgeblichsten, wichtigsten Dinge, die man damit machen kann. Meistens werden ja die 2D-Illustrationen aus den 3D-Cut-Daten abgeleitet. Sag mal, Gabi, kann man in Windchill nachvollziehen, mit welchen Cut-Daten diese Isodraw-Illustrationen verknüpft sind? Also wenn jemand mit Isodraw arbeitet und der hat CAD-Daten benutzt, um daraus 2D-Illustrationen zu erzeugen oder um eigene 2D-Zeichnungen mit einer 3D-Illustration zu verbinden. Da gibt es eine Möglichkeit nachzuschauen, welche CAD-Datei das ist. Also das heißt, ich habe eine Datei, die ich in mein Isodraw eingebettet habe oder verlinkt habe und diese Verlinkung ist nach wie vor in der Datei, wenn ich die Datei eine Woche später, einen Monat später wieder öffnen muss, um dort vielleicht auch wieder was zu verändern. Also die Verlinkung bleibt aktuell. Wenn ich jetzt eine Dokumentation publizieren möchte, wie kann ich das von Windchill aus machen? Ja, das ist witzig, dass du diese Frage gerade stellst, denn gerade vor kurzem habe ich einen Kunden geschult, der genau das macht. Der benutzt Isodraw, der hat Windchill im Haus, natürlich noch andere Tools, aber das sind eben so die Tools, mit denen der Kunde arbeitet. Und dieser Kunde stellt 2D-Illustrationen her, will die in Windchill reinpumpen und macht das eben auch mit den beiden Tools. Und ja, und dann gibt es zur Ausgabe ein weiteres Tool, was dieser spezielle Kunde jetzt benutzt hat, und das ist Microsoft Word.
Viele Kunden benutzen das. Viele Kunden benutzen auch InDesign. Das ist überhaupt kein Thema. Und viele Kunden benutzen auch den Arbor-Text-Editor von PTC, was noch eine Spezialität mitbringt. Denn im Arbor-Text-Editor, das ist meines Wissens nach das einzige Tool für die technische Dokumentation, wo eben modulweise mit Text gearbeitet wird und Bilder eingeklinkt werden in 2D und wahlweise in 3D. Das heißt, im Arbor-Text-Editor habe ich die Möglichkeit, 3D-Bilder einzuklinken, in diesem Falle das Format PVZ. Ich kann im Arbor-Text-Editor, was Word ähnlich ist, das Ganze auch sehen. Ich kann es drehen, ich kann ranzoomen und es auseinanderziehen und habe die Möglichkeit, das hinterher aus dem Arbor-Text-Editor über Windchill auch zu publizieren, entweder als HTML-Seite, wo dann immer noch 3D-Bilder enthalten sind, oder aber auch in ein PDF. Also das ist meines Wissens nach das einzige Tool, was beides ermöglichen kann. Und das hat eben ein anderes Tool nicht. Danke, Gabi, für diesen kurzen Überblick. Beim nächsten Video zeigen wir Ihnen, wie man mit IsoDraw arbeitet und wie das Zusammenspiel mit Windchill funktioniert. Bis bald!